Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Ich bin das Seitenstreifenkindchen. Ich habe heute Nacht hier verbracht. Und zwar bin ich in der Nähe von Toronto. Ich muss gleich zu einer Firma fahren, wo von uns ein dreiachsiger Trailer steht. Erstmal, warum stehe ich überhaupt? Ich stehe hier, weil ich da vorne angeliefert habe, gestern Abend, und dann ist meine Schichtzeit ausgelaufen und dementsprechend musste ich dann mich hier hinstellen. Gut. Eigentlich war der Plan noch gestern, und jetzt komme ich wieder zurück. Eigentlich war der Plan von mir gestern noch 20 Kilometer weiter zu fahren, den Trailer dahin zu stellen, mit 2 Achsen dran und einen anderen Trailer aufzunehmen von uns, der da steht, einen dreiachsigen. Warum? Mein Disponent hat gestern angerufen und hat gesagt, Philipp, ich habe da einen Spezialauftrag für dich. Gut, alles klar. Heißt, ich werde gleich mit dem leeren Dreiachs-Trailer zum Kunden fahren, werde da Ware aufnehmen, die ja dann schwerer ist als sonst mit 2 Achsen. Und dann ist die Ladung direkt für die Insel, für einen Kunden auf der Insel. Das heißt, ich lade gleich und dann habe ich noch von dem Kunden aus, also 20 Kilometer fahre ich jetzt runter, 104 fahre ich hoch bis zum Kunden, also 100, sagen wir 120. Und dann habe ich noch vom Kunden bis zum Kunden auf der Insel, Kunde, 1740 Kilometer. Folglich bin ich morgen Nachmittag zu Hause. So, also sind das noch 1860 Kilometer bis zum Wochenende. Schön. Lass ballern, Junge. Lass drehen hier, durchziehen. So, ja, wie gesagt, ich werde euch mitnehmen. Heute ist das Wetter nicht so schön, aber es ist immer noch besser als letzte Woche in dem Schneesturm, in dem Wind. Heute kann ich richtig durchfahren, weil heute sind die Temperaturen auch einfach zu warm, dass es schneit. Ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, jetzt fängt der matschige Frühling an. Dann kommt Sommer und dann kommt wieder Winter. So ist das hier. Aber gut, alles klar. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Drückt mal die Glocke, es kostet nichts und es riecht nach Diesel. Und ich mache jetzt hier den Klumpen hier fertig und dann fahre ich los. Ziel für heute ist, weiß ich noch nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. Tschüss. Guten Morgen, es ist Freitag. Freitagmorgen 6:30. Mein Akku hat noch 14%. Mal gucken, ob es noch steigt. Ich habe vergessen, den Akku zu wechseln. So, ich bin hier in Cornwall und es war wirklich sehr, sehr schwierig. Nee, wir müssen daher. Es war wirklich sehr, sehr schwierig, hier hinzukommen. Also, morgen früh bin ich zu Hause, also Samstagmorgen, ne? Und dann kann ich auch wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, ich habe eine scheiß Woche hinter mir gehabt, ne? Also das war ja im letzten Video mit der Panne und so, das war ja schon Dreck. Das ist scheiße. So. Und die Scheiße ging gestern weiter. Und es war ja so, ich habe ja eben erzählt, dass ich den Zweiachser zum Dreiachser machen wollte. Ne? Also tauschen wollte. So. Dann komme ich da zum Kunden hin. Na, Moment, ich muss es anders sagen. Mein Dispatcher hat mir eine Adresse gegeben. Ich wusste aber, dass die meisten Trailer von denen, die man da, also bei der Firma abstellt, dass sie woanders stehen. Und auf dem Weg dorthin kam ich dran vorbei. So. Dann bin ich dahin, auf dem Hof, ist er hier, Trailer so und den will ich aufnehmen. Ja, der ist nicht hier. Ich sag, gut, alles klar. Dann wollte ich eigentlich wieder umdrehen und zum nächsten Yard fahren.
hochfahren. So. Es sind 15 Grad plus übrigens gerade. Letzte Woche um die Zeit hat es hier geschneit. Da war noch Schneesturm. Total Wahnsinn. Ja, und dann wollte ich umdrehen, dann wollte ich weg und sagte, nee, ich kontrolliere den Trailer. Warum? Du willst ihn doch gar nicht haben. Und dieser Mensch, der guckte mich an und der mochte mich nicht. Ist ja in Ordnung, wenn einer einen nicht mag, habe ich ja kein Problem mit. Ja, habe ich ja schon mal gesagt, wenn dich jeder mag, hast du ein ernsthaftes Problem. Und das ist wirklich so. Ja? Also es ist auch mal ganz schön, mal Leute zu haben, die einen nicht mögen. Das finde ich super. Macht die Sache spannender. So, auf jeden Fall, na, ja, dann wollte ich ihn kontrollieren. Dann guckt er, ey, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Ne? So. Da sagt er, ja, ich kann den nicht annehmen. Ich sage, ja, ist doch egal. Ich sage, ich fahre woanders hin. Ich fahre da hinten hin. Hey, der wird den auch nicht annehmen. Warum nicht? Zuhören. Dein Schmutzfänger ist schief. Das ist unser Trailer. Den sollen wir da hinstellen. Bescheuert. Weißt du was? Ich wechsle mal gerade kurz den Akku. Bis gleich. Okay, er hat 30%. Ich muss gleich mal die Schatulle laden, die Ladebox. So, ja. Dann sagt er so, den nehmen wir nicht an, den Trailer, weil der Schmutzfänger schief hängt. Gut. Dann musste ich zu einer Werkstatt, also ich wollte den Trailer nur hinstellen und anderen aufnehmen. Dann musste ich zur Werkstatt fahren. Okay, den stelle ich da hin, damit er geladen wird, ne? Für den nächsten Trip. Dann musste ich zur nächsten Werkstatt fahren und musste diesen Schmutzfänger richten lassen. Dann komme ich zurück und ich wusste von vornherein, der will den nicht haben, weil der guckte mich an und kennt ihr das, wenn ihr Leute seht, die gucken euch an und ihr seht, der mag dich nicht. Und so einer war das. Und er wollte mir unbedingt zeigen, wie klein sein bestes Stück ist. So. Ja. Dann guckt er hinten rein, sagt so, der ist dreckig, der Trailer. Ich sage, ja, das letzte Mal, als ich einen Trailer hingestellt habe, habt ihr einen Besen hier um die Ecke gehabt, ich würde den auch sauber machen. Weil mir ging es im Grunde darum, ey, Alter, nimm diesen scheiß Trailer, ich will den 3-Achs-Trailer gleich abholen und dann will ich zum Kunden und dann will ich nach Hause. Mehr nicht. Ja. Nee, wir haben ja keinen Besen. Ja, dann denke ich mir so, ja komm, du kleiner Wichser. Dann mach das so. Habe ich umgedreht. Und dann dachte ich mir, komm, fahr zur nächsten Adresse, die du hattest. Da stand kein Trailer. Da habe ich dann meine Studenten angerufen. Ich sag, der nimmt den Trailer nicht, dann das zweite Mal nicht. Und hier in dieser Adresse, die mir geschickt hast, ist hier kein Trailer. Und doch, da muss ein Trailer stehen. Ich sag, ja. Später hat sich rausgestellt, dass es die falsche Adresse war. Also, es war dann 3 Häuser weiter. So. Aber irgendwas brauchte ich dann gestern nach der Zeit, also als ich ihn dann angerufen hatte, ich sag, weißt du was, ich habe eigentlich keinen Bock gerade zu arbeiten. Ich habe auch keinen Bock, diesen Job zu machen. Ich sag, ich brauche jetzt mal gerade eine halbe Stunde Pause. Und dann habe ich mich hingesetzt, eine Zigarette geraucht und erst mal runtergekommen, weil das ist so doof, ne? Du stehst da, du musst den Trailer dahin bringen und die sagen nein. Was sollst du denn machen? Du kannst den ja auch nicht unterm Arm nehmen oder ins Handschuhfach stecken. Du willst ja deinen dummen 3-achsigen Trailer holen, ne? Den brauchst du ja jetzt. Weil der 2-achsige kann nicht so viel laden. So. Dementsprechend ist das jetzt hier, ne? So. Egal. Ich bin dann zu einem anderen Yard gefahren. Da war genau der gleiche Knilch wie der erste. Und der sagt, ja, ist okay. Da war der Trailer in Ordnung. Das war ein persönliches Problem, was er mit mir hatte. Nein, Leute, die auf andere Leute pissen wollen, die haben meist mit sich selber ein Problem und nicht mit demjenigen, worauf sie pissen. Ist so. Aber ist egal. So, und dann bin ich dann ins tiefste Ontario gefahren. Also das heißt, ins tiefste, da ist nichts, ne? Da kannst du Kaninchen in 3 Kilometer Entfernung furzen hören, ne? Da ist nichts. Und da habe ich dann, ja, wie sage ich jetzt? Für die Insel, habe ich ja gesagt, direkt für die Insel, also für Prince Edward Island habe ich geladen. Was habe ich denn geladen? Blumenerde, ne? Blumenerde, ja klar, Blumenerde. In so diese kleinen Säcke, die ihr auch kennt, vom Baumarkt, die man sich im Frühjahr kauft, unterm Arm schnallt und in den Garten geht oder auf seinen Balkon geht und seinen Balkon schön macht. So ganz voll, alles voll. Alles voll. Ja, ist schwer, fast 50.000 Pfund. Und damit fahre ich jetzt Richtung nach Hause. Ich werde es nicht ganz bis nach Hause schaffen.
Ich werde heute Abend in Moncton stehen bleiben für die Nacht. Und morgen früh werde ich nach Hause fahren. Und bis Moncton sind es 1083 Kilometer jetzt noch. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch mit und wünsche euch viel Spaß. Und heute ist Freitag und erstmal möchte ich euch ein tolles Weihnachtsfest. Freitags ein schönes Wochenende wünschen. Weihnachten ist noch nicht. Erst wieder in 8 Monaten. So, bis später. Oh, guten Morgen aus Moncton. Es ist Samstag, 8 Uhr morgens. Ich bin gestern 1108 Kilometer gefahren, habe mich dann hingestellt. Also wenn ich jetzt zur Insel gefahren wäre, hätten mir 10 Minuten Fahrzeit gefehlt. Ich hätte jetzt eine halbe Stunde überziehen können über meine gesetzliche Fahrzeit, aber ich mache das nicht, wenn ich das nicht machen muss. So. Dementsprechend habe ich mich hier hingestellt und habe hier die Nacht verbracht. Werde gleich nach Hause fahren. Etwas spät dieses Wochenende, aber naja, so ist das manchmal im Trucking, ne? So, ja, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel gefilmt jetzt, weil ich gestern einfach nur durchgefahren bin. Habe es kaum angehalten. Nur gerade zum Pipi machen und zum Tanken und dann bin ich gestern Abend hingekommen. Ich habe jetzt etwas länger Pause gemacht. Hatte mir um 5 Uhr einen Wecker gestellt, weil dann meine 10 Stunden Pause wären um 6:30 vorbei gewesen. Und um 5 Uhr dachte ich mir so, du musst nirgendwo anliefern heute. Du musst nur den Trailer bei uns auf dem Hof abstellen. Was ist das denn? Ah, ein Bad. Und dann ist es gut. Dementsprechend habe ich noch eine Stunde geschlafen. Ja, dieser Platz war der einzige Platz, der gestern noch frei war. Stand hier auch das so und dann das ist ziemlich eng da reinzukommen, weil man den Trailer ja gar nicht so flexibel drücken kann, weil der ja 3 Achsen hat. Der ist ja ein bisschen, so wie in Deutschland, ein bisschen starrer. Ne? Ja, ist alles ein bisschen, muss man sich so ein bisschen umgewöhnen.
Ja, ich werde jetzt gleich mal vom Hof fahren, ne? Nächste Tracker-Romantik. Nun gut, ich würde sagen, bis später. Turn left, then take the highway.
So, es ist Samstagnacht, also es ist Mitternacht, 12:30. Ähm, ich drehe in letzter Zeit immer den Schluss hier so. Da habe ich letztes Mal auch gedreht. Gedreht? Ja, gedreht. Hier, Klappe. So, ja, was gibt's zu sagen? Ich wollte bin gerade auf dem Weg ins Bett und wollte noch das Video schneiden und dann musste ich jetzt noch den Schluss gerade drehen und so und ich habe gerade keine Ahnung, wie lang das Video sein wird. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass es nicht so lang sein wird, aber das ist dann halt so. So, meinen neuen Trip habe ich auch schon. Ich fahre Montag erst los. Ich bin ja Samstag, also gestern Morgen wiedergekommen. Ich glaube so gegen 10 Uhr war ich zurück. Hab ein bisschen Zeit gelassen und dann bin ich dann rein ins Büro und habe dann gesagt, ich möchte das gerade nicht so, wie es ist. Was denn? Ich sage, hey, ich kämpfe gerade wieder fürs Wochenende und das möchte ich nicht. Ich sage, kann ich nächste Woche bitte was Kurzes fahren? Und dann gucken sie mich an und sagt, ja, wir gucken mal und dann sagen wir Bescheid. Und 2 Stunden später habe ich meinen neuen Trip bekommen. Ich fahre mal wieder nach Montreal, um für euch in Deutschland Medikamente anzuliefern. Ne? Also zum Flughafen. Da nehme ich euch mit. Das werden dann wahrscheinlich 2 kurze Videos. Mal schauen, wie es läuft. Mal gucken, was ich so mache. Vielleicht habe ich auch eine neue Idee. Kann ja auch sein. Ich hatte letztens eine Idee gehabt, aber die fällt mir gar nicht ein. Mal gucken, vielleicht fällt mir die Idee wieder ein und dann mache ich die Idee. Mal gucken, wenn ich die Idee gut finde. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine gute Idee war. Ach, das ist was mit den Ideen immer, ne? So, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook habe ich eine wundervolle Gruppe. Die heißt Kanada Trucker Philipp. Kommt mal rein. Das sind coole Menschen. Mein Auto sieht total sauber aus. Ich habe es gar nicht gewaschen. Guck mal hier, die Felge, die sieht ja aus wie neu. Egal. So, ja, drückt mal die Glocke, es kostet nichts und es riecht nach Diesel. Und wenn ihr mal dabei seid, dann drückt mir doch mal einen Kommentar noch mit rein. Ne? So. Hilft mir und euch und dann ist alles gut. So, ich würde sagen, wir sehen uns Donnerstag wieder. Ne? Tschüss.